dahinter kämpft Daniel. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to VTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt noch jemand. Da kommt. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach Center. Ja, hallo liebe Simracing- und Rennsport-Fans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier zurück zur Sunday Grand Prix Series. Und wie ihr seht, ich bin immer noch angeschlagen. Ich bin eine ganze Weile krank gewesen. Deswegen gibt es heute nur einen kleinen Rennbericht und keine Highlight-Clips. Das nächste Mal wieder. Wie ihr wisst, verabschieden wir uns hier ja so langsam aus der Serie. Ich denke mal, nächste Woche sind wir nochmal hier. Und dann werden wir uns unserer neuen Serie widmen. Würde ich mal sagen. Habt ganz viel Spaß heute und bis später. Ja, liebe Zuschauer, Oulton Park und wieder haben sich 100 Fahrer angemeldet, sodass es wieder 3 Splits gibt. Und unsere Crew verteilt sich wieder auf 2 Splits, was ja auch der Hauptgrund ist, warum wir die Serie hier verlassen. This is gonna hurt. All right, Doesn't guys, it always, alive. Thomas? Tommy, Yeah, doesn't it always hurt? yeah, always hurt. We are live. Hello, Twitch. Yoo-hoo. Watch your language, gentlemen. We do not like swear words in this chat, like fuck or bugger. Oh, hello. Hello, Lumphead. Hi, Ben. What do you mean I can't say crap? Ah, shit. Ah, fuck. Wait, did I just see 99? Yeah, it's Yeah, at 99. there's a lot Yep, of people. yep. Wow. So it's going to be 3 of 25 and 1 of 24, probably. Hey, wir drei im Historic-Team sind schon mal zusammen. Ja, noch. Okay. Also Oh, I Thomas, see Ben Summers. Hang on, 99, that means 33 times 3. Oh, looks like I'm the last one. So 3 splits. No, I'm not the last one. Oh, bro, I think I'm in the second split. I'm starting number 33. Oh my god. Second split is good. I'm in the second split. I'm in with Wolfram. I'm in with And Nate. Robert Simpkins. Yeah, I'm in with Byron. Okay. Yeah, I'm with Byron. I'm 12. Okay. Right. Oh, I'm it looks actually in a decent split. Yeah, looks like Ben. that Ben is a very low numbered or high numbered in car. second split, I would say. Yeah, 28, I Yeah. see. All right. No. I Oh, can we've got see it, Luke, me too. 33, yeah. Yeah, 33. All right. Well, Oh boy. so that it's not so busy in chat. That's everyone gonna be in funny, man. split, go to talk Oh to. my god. Oh, we got Okay, some top split drivers in here. Barry West. They didn't even make it into top split, man. Yeah, but apparently this season is not so good. Right. Okay. So Tank and Wolfram and I believe Thomas. Let's go to talk to. Okay. Alright. Wolfram might not have heard. He's deafened and muted. So. Good luck, guys. We're here after the race. All the best. Yep. Thank you, dude. Alright. Good luck, guys. Good luck, gentlemen. Jump over chat. Patrick. Yeah. Message Wolfram, tell him to jump in to talk to. And good luck, everyone. Good luck. Look. Luck. Ciao, ciao. So, After the race, we're here. ja, wisst ihr so, wer ist jetzt hier noch im Chat? Der Ben? Ben? Ja, ja.
Ben ist hier. Luke Hallo. Luke ist wo? Oh, Oh. das war knapp. Hey, Mike. Das war Just trying to get knapp. everything ready. Oh, why is he? I turned him up and now he's louding. Ja, aber ich hab da kein gutes Gefühl hier heute, muss ich sagen. Wieso? 99 people registered, I Ich think. hab noch kein Geheimnis für diese 99? schnelle Rechtskurve da. Da mitten in der Geraden. Ich bremse da relativ, also ich lenke das Auto ein bisschen mit dem Bremsen rein und häcksel sehr stark über den ersten Curb drüber. Das ist Okay. So viel Glück. Right, do I qualify? viel Glück, ich gehe jetzt auf Mute. I'm car Ja, number. alles Gute. Hoffentlich läuft es genauso wie vorhin. Danke. This is second split as well. This isn't even the first split or third split. There's 3 splits of 33. Holy moly. So here we go. Und während die meisten Fahrer schon in ihrer ersten Runde unterwegs sind, fährt jetzt auch Ben raus. At least I'm not in. On Wednesday, I was in second split out of 2. No, I was in top split. I was car number 24 out of 24 top split, and I just couldn't. Everyone disappeared from me. So this one at least was second split. But shit. Hey, Howard. Und da kommen jetzt auch schon die ersten Zeiten. Alessandro Parigi Right, let's see what we can do. vor Philipp Kuhnhardt. Connor Toolman aktuell P3 und da hat sich John Stevens auf den zweiten Platz nach vorn geschoben. Sebastian aktuell P5. Hahn Sommer jetzt mit einer Zeit auf dem vierten Platz. I'm looking at the times coming in and I'm going straight to the bottom to get my reference. I just have to rely on my race. Und so wie es aussieht, hat unser Tommy die erste Runde versemmelt. Race Auch für Leon steht da noch keine Zeit. Sebastian ist inzwischen auf P10 nach hinten gerutscht. consistency or hopefully not throwing into Und da haben wir unseren Leon auch mal im Bild. Bisher keine Zeit. I'm hoping I see some 15s, but it doesn't look likely. Und da ist Alessandro jetzt ein zweites Mal über die Ziellinie. Aktuell Pole Position, hinter ihm Connor Toolman. Come on, please be 15. Someone's got to get a 15. Well, it'll be me, but 12. right, let's do 16. Okay. Okay. Inzwischen hat sich Hahn Sommer vorne auf P2 geschoben. Tommy aktuell 12. Alles verloren in den letzten. Und Leon hadert da mit sich. Ja, das wäre eine 12er geworden. P6 ist eine Top-Ausgangsposition. Also 13. Vorsprung auf die 13-0. Yes, C15. It's okay, right. Rapid. Sebastian ist im Grid auch ziemlich weit nach hinten gerutscht. Luke ist aktuell noch in seiner zweiten Runde unterwegs. Tommy auf P13, ihr habt beide Hätte- die erste Runde versemmelt. Und auch Mike Christopher Jr., der aktuelle Championship-Leader, ist da noch auf einer schnellen Runde. I'm so much better on Hätte besser rein können. Sind da? I'm so much worse on cold tires and so much better on warm tires. Inzwischen ist auch Tommy bis auf P15 zurückgereicht worden. Ich hab das Gefühl, ich lenk da irgendwie zu spät ein, da diese Kurve. That was bad. That was very bad. Oh well. Ach, ich könnte gerade um mich hauen die ganze Zeit. Ach, der langen Geraden, dieses schnelle rechts. Ich hatte 14. Vorsprung auf die 13-0er Zeit, ey. Es wäre 12-7 oder sowas geworden, ey. Schöner Helm. Ah, ich habe den jetzt mal geändert. Das ist 17. ein Got to be a bisschen 15, mehr surely. Tommy Sind wir weiter nach hinten gespült, wie es aussieht, ey. Unterschied sieht. Right, is everything working with regards to the I think you are a little bit tired from the last 2 days. That's a great excuse. I'll use that. This is cool when you drive over the finish line with your teammates. Oh, man, it's a great feeling. Oh yeah, to finish the 24 hours is a big feat. That is, now you know how I feel when we were second in the ball. Thank you for the catch update. I'm sitting here at home and cry. Das ist what you talk about. Our first 24 hours race and we were sehr geil. An der Stelle noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch an all unsere Community-Member, die mit ihren Teams die 24 Stunden von Daytona bestritten haben letzte Woche. Also hier, do you mean the race with the Porsche RSR? Yeah. Ah, das was cool. Ich hab Schiss, ey, ganz ehrlich. I need to beat my car now. Ich hab Schiss irgendwie. Ja, Oh, I don't know. Einfach, wenn I need to survive. If I survive, I'll beat my car now. Let's put. ja. Ich hätte Keine Gedanken. diese 12-7 fahren können. Das Don't forget the race fuel, guys. Ja. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. Boah, ey.
I'm using 60, maybe 63, I think. Oh dear. Is that too much? I think. Ha ha ha. I think All the 65 best, is safe. guys. Have a nice race. Yeah, but I'm going to be lapped, remember? Alright, 65. 65. We are so close together with our Von time. Luke habe ich auch noch Schiss. Was soll ich denn jetzt machen? So, wen haben wir denn hier? Luke ist da. Okay, auf I'm 11. just using the races Nein, very, Ich habe von Ja. jedem Schiss, der um mich rum ist. very easy, and then who's behind me? Vater, ey. 6. Bruno and Good luck. Good luck. Ja, das hätte besser sein können. As long as it's behind me. Ah, ja, ich hab's ja schon gesagt. hopefully everything's okay. There won't be much in the way of jetzt. Discord chat on the Gute Jungs. race. So, jetzt Konzentration. Ich bin ab jetzt ruhig. Okay. Not a lot I can stress. Fresse. Good luck, everybody. Gut, alles klar, Jungs. Viel good luck, have fun, Good luck. and we Jolly hear good us luck, later, maybe. Okay, here we go. Classic Motor Series here at Alton Park ich on will Sunday. nicht, ich will This is the nicht. broadcast Naja. race, but this is split 2 of 3, believe it or not. 33 in 3 different splits, 99 registered, so Wenn mein Spotter sagt, wir müssen hier auf 19 I have to do Ziel it 30 more kommen, so. times, Mike. we need to survive and try and beat our car number. If we survive, we Er sagt, er probably will sollte beat hier our car sind wir number. It's holen time 31. 12,5 raus, ja klar. Am Ende Mike Christopher Jr. auf Pole. Byron and a few others are in the split below. Und jeden Augenblick müsste dann auch die Ampel erscheinen. Und der schreibt, er sollte eigentlich hier sein. Ja, klasse. 10, Naja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das 5. Rennen der Saison ist eröffnet. Mike Christopher Jr. top aus den Startlöchern gekommen. Dahinter Alessandro Parigi und Hahn Sommer. Dahinter Leon und John Seite an Seite. Oh, da gab es einen kleinen Schubser und da kracht es schon wieder. Da gehen so einige Fliegen. I'm sorry. Ich glaube, da ist auch Peter Konietzny abgeflogen. Und da geht der nächste segeln. Alexander Mattei, glaube ich. Und ich glaube, auch Luke war da in einem der Unfälle mit involviert. Ja, ich habe Hat einen Teil seines Frontflügels verloren. Ein ziemlich wilder Start hier in das Rennen, das schauen wir uns gleich ich nochmal habe an. den zu weit rausgedrängt in der ersten Kurve, das war mein Fehler. Und wie ihr unten im Replay schön erkennen könnt, wird es in der ersten Kurve ein bisschen eng zwischen John Stevens und unserem Leon. John Stevens muss da weit gehen, dreht sich ein, aber zum Glück nichts weiter passiert, aber direkt dahinter kracht es noch schlimmer. Da sind so einige Fahrzeuge abgeflogen. Da war unser Luke auch mit involviert und Philipp Kuhnhardt. Right, long run now down to. Was ich verkacke die Scheißkurve hier. Peter Konietzny, der sein Auto verliert und abfliegt. Luke verliert dann ein Stück von seinem Frontflügel, so wie es aussieht, kann er aber weiterfahren. Befindet sich hier aktuell auf P8, direkt hinter Barry West und noch vor AJ Jesse. P5 aktuell Leon Forst und ganz vorn Mike Christopher Jr. vor Alessandro Parigi. Und unten im Replay sehen wir nochmal den Abflug von Alexander Mattei direkt hinter unserem Leon. Er verliert da ohne Fremdeinwirkung sein Fahrzeug und segelt ins Kiesbett. Ich würde mal sagen, kalte Reifen. Okay, that's nothing in the books. Oh, und Philipp wäre jetzt hier fast unserem Leon hinten ins Heck reingefahren. Das war ziemlich knapp. Noch kalte Reifen, ich komme gerade gar nicht klar. Wir befinden uns jetzt hier ja gerade erst in Runde 2 und die Reifen müssen erstmal warm gefahren werden. Oh, der Ryan, der ist schnell hier. Und trotz des Durcheinanders direkt am Start scheinen alle unsere Jungs gut ins Rennen reingekommen zu sein. Luke P8, Tommy P14 und Sebastian P20 und unser Ben auf 31. Oi, oi, wir sehen es gerade unten in Bens Switch. Ben hat da sein Fahrzeug verloren und ist eingeschlagen. Oi, oi, da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Das sah nach einem harten Einschlag aus. So wie es aussieht, fährt Ben zwar noch, aber ich denke, man muss an die Box. Reparaturstopp, da sieht man es aus, blinkt, ja. Was war das denn? Und wir sehen es da unten, Island Ben. Ben kommt ein bisschen weit raus aufs Grün, verliert das Fahrzeug, segelt ab und schlägt ein. Alter, was für ein Move, Ben kann da zwar noch zurück an die Box fahren, aber so wie es aussieht, wird er das Rennen wohl nicht fortsetzen können. Sehr, sehr schade. Da fehlt auch ein Rad, wir sehen es hier. Ganz anders läuft es dafür für unseren Leon hier vorn. Er kämpft da mit Connor Toolman und Philipp Kuhnhardt um die Position. Wie es aussieht, hält Connor da die Jungs ein bisschen auf und Philipp drückt von hinten. Oh, jetzt hat sich Philipp verbremst hier. Und sofort hat Leon wieder ein kleines bisschen Luft. Philipp dahinter ist mir zu gefährlich. Philipp hat immer in der zweiten Kurve Problem. Ja, der macht Sachen, ey. Und Leon bekommt da schon ein bisschen Bedenken.
Luke liegt weiterhin auf einem sehr soliden 8. Platz, trotz beschädigtem Fahrzeug. Jetzt haben wir fast reingefahren. Ich glaube, jetzt hat er einen Platz an AJ Jesse verloren. Wir befinden uns gerade erst in Runde 3 von heute insgesamt 30. Und Leon macht jetzt hier richtig Druck hier vorne und will vorbei an Connor. Den Weg vorbeigeben, ey. Vor den Jungs das Spitzentrio, allen voran Mike Christopher Jr., dahinter Alessandro Parigi und auf P3 haben wir Hahn Sommer. Und dann schon eine Lücke von fast 2,5 Sekunden zu der Kampfgruppe hier um Leon, der jetzt an Connor Toolman vorbeigehen kann. Super gemacht, da hat Connor auch fair mitgespielt. Dann haben wir es das raus, schade. Und wir haben es gerade gehört und wir sehen es auch, schade, unser Ben hat sich ausgelockt. Und wir hatten im Hinterfeld noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten, schalten wir direkt hin. Auch Aaron J. Blair hatte ein Island Bend Probleme, kommt unkontrolliert wieder zurück auf die Strecke und rammt Art McEwen weg. Einfach unglaublich. Aaron zerstört hier mutwillig das Rennen eines anderen Fahrers. Kann man nur den Kopf schütteln. Inzwischen ist auch Philipp Kuhnhardt an Connor Toolman vorbeigegangen und wir hatten den nächsten Zwischenfall. Überholmanöver. Geilo. Unser Tommy hier hinten kämpft mit John Calliton und Ryan Torcote um die Position. Liegt aktuell auf P12. Hier weiter rein. Und unten im Replay schön zu sehen, Andrea Zanon und Kurt Klapper geraten da aneinander. Was für Andrea nicht gut ausgeht. Berührung, Andrea hebelt's aus, fliegt ab und das Rad ist abgebrochen. Schade, damit ist das Rennen zu Ende. Luke hier auf P9 muss jetzt nach vorne immer mehr abreißen lassen und jetzt wird er auch noch überholt von Miguel Morland. Ich denke mal, da wird das Auto so einiges abbekommen haben. Währenddessen hier vorne der Kampf weiterhin tobt. Mike Christopher Jr. weiterhin in Front vor Alessandro Parigi und Hahn Sommer und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt direkt mal hin. Aaron J. Blair, der nächste Zwischenfall. Diesmal gerät er mit John Stevens aneinander und diesmal ist für Aaron hier Schluss. Segelt ab mit hartem Einschlag. Mein lieber Scholli, ey, ist ja Feierabendverkehr. Unser Tommy steckt da im Verkehr fest, während hier vorne die 3 Jungs sich schon vom Rest des Feldes erheblich absetzen konnten. Der Abstand zwischen Hahn Sommer und Leon Forst beträgt 2,8 Sekunden. Nichtsdestotrotz ein absoluter Topstart für unseren Leon heute hier in das Rennen. Und er hat nach hinten zum Philipp hier auch einen kleinen Sicherheitsabstand von fast einer Sekunde. Schauen wir mal, das Rennen ist noch lang. Wir befinden uns gerade in Runde 5 von insgesamt 30. Der einzige von unseren Jungs hier im zweiten Split, der bisher die Säge streichen musste, ist unser Ben. Unser Luke liegt aktuell auf P10, Tommy aktuell auf P14 und Sebastian liegt auf P20. Und hier vorne muss auch jetzt Hahn Sommer langsam ein bisschen abreißen lassen. Die 2 da vorne sind zu schnell. Der Abstand beträgt hier auch schon fast eine Sekunde. Oh nein, wir hören es gerade. Oh, und da sehen wir es auch optisch. Jetzt haben wir Monitor. Leon ist da auch ein Problem. Da scheint das Auto auch was abbekommen zu haben. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. So wie es aussieht, gab es da ein paar Verbindungsprobleme und der Rechner ist hängen geblieben. Ja, Monitor war. Ach nein, sehr, sehr schade. Leon lag hier von all unseren Jungs am besten im Rennen und er hatte so eine gute Pace. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. War schon in der Startaufstellung. Da haben wir Luke auf P9 noch im Rennen. Tommy dadurch natürlich auf P13 nach vorn gerückt und Sebastian auf P19. Und im Replay nochmal schön zu sehen, Leon hat da überhaupt keine Kontrolle übers Fahrzeug, schießt einfach geradeaus und schlägt in die Mauer ein, rollt dann mit dem Fahrzeug auch nochmal über die Strecke. Ich brauche gar nicht weiterfahren. Zum Glück hat er da keine anderen Fahrer abgeräumt. Aber natürlich war das ein harter Einschlag und bei den empfindlichen Fahrzeugen, denke ich mal, ist hier Feierabend. Ja, Major Wheel Damage, also 2 Minuten Optional. Also, keine Ahnung. Und auch unser Tommy ist da in diesem ganzen Gerangel und Durcheinander weit zurückgefallen. Liegt aktuell hier auf P20. Sebastian inzwischen auf P17 nach vorn gerutscht. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt direkt mal hin. Und da sehen wir, Peter Konecny ist zwar hier überrundet, macht aber Alexander Mattei keinen Platz und gerät dann mit ihm aneinander und fliegt noch einmal ab. Auch wenn man F1-Fahrer ist, muss das ja nicht unbedingt sein, dass man hier den Schnellen dann im Weg rumsteht. Aber statt sich auszulocken, versucht der Peter immer noch weiterzufahren. So ein Scheiß-Move, Jetzt haben wir hinten reingepfeffert, Tommy hadert da auch mit den Gegnern und auch ein Haycox war da jetzt gerade mal kurz im Grün. Ein mehr als durchwachsenes Rennen heute. Hier kämpft jetzt Alexander Mattei mit Matthew Cockerham um die Position. Durch die Zwischenfälle ist Alexander auch weit zurückgefallen, liegt hier aktuell auf P23, vor ihm John Stevens und Antonio Alvarez.
Und vorm Antonio dann unser Tommy. Tommy hatte letzte Woche wenig Zeit zum Trainieren und kommt heute nicht so richtig ins Rennen. Und da unser Tommy heute nach dem Rennen leider keine Zeit hat und gleich wieder weg muss, gibt es heute auch keine Crash-Analyse. Hier vorne das gewohnte Bild. Mike Christopher Jr. führt weiterhin das Rennen vor Alessandro Parigi und Hans Sommer ist da wieder ein Stück näher gekommen. P4 Philipp Kuhnhardt, P5 Connor Toolman, P6 Barry West, P7 aktuell AJ Jesse, auf 8 Miguel Morlan, auf 9 Ryan Turcotte und Luke Rasputik liegt immer noch auf dem 10. Platz und kämpft hier mit einer ganzen Meute an Fahrzeugen, die sich hinter ihm aufgestaut haben. Wir sehen da Russell J. Bryant, Janne Lehman, John Culleton, Mark Sebastian, Keith Turner, Alistair Morton. Da geht's wild zur Sache und auch Sebastian ist da noch ganz dicht hinten dran. Und Mark Sebastian geht jetzt hier an John Culleton vorbei. Ein schönes Überholmanöver, ganz sauber gemacht. Ganz vergessen. Das Mittelfeld von P10 bis P20 hier wie an der Perlenschnur aufgereiht. Wahnsinn. Mittendrin da Keith Turner auf P15. Und wie gesagt, unser Sebastian hält da auf P17 Anschluss. Ja, hin und wieder ist dieser C-Balken beim FPS, dieser C-Balken orange geworden. Hinter Keith Turner, Alistair Morton scheint er jetzt ein kleines bisschen abreißen zu lassen. Und Sebastian drückt da von hinten. Er muss jetzt so schnell wie möglich da vorbei, damit die Jungs vorne nicht abhauen. Und macht da jetzt auch Druck und wird sicher gleich angreifen. Schon die ganze Zeit, irgendwie die letzten Tage, keine Ahnung. Und kaum habe ich gesagt, geht er auch schon außen raus. Naja, ist noch nicht so. Und da ist Sebastian auch durch und liegt somit auf P16. Allerdings ist schon eine kleine Lücke jetzt nach vorn zu Keith Turner, ungefähr 1,2 Sekunden. Und Tommy hier mitten im Kampfgetümmel. Er liegt immer noch auf P20 und hängt hinter einen Haycox fest. Während Luke hier vorne trotz Dauerdruck P10 halten kann. Vor ihm auf P9 Ryan Turcotte ist da schon fast 10 Sekunden enteilt. Oh, und hier kommt gerade noch ein Haycox durchs Bild geschossen, das war aber knapp. Da sind einige Gegner durchgeschlüpft, auch Tommy ist da vorbeigegangen. Nein, 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 nein! Inzwischen ist Russell J. Bright an Luke vorbeigegangen. Von hinten drückt Janne Lehman und auch dahinter gibt es Bewegung. Mark Sebastian kämpft da mit John Culleton die ganze Zeit um die Position. Hier vorne an der Spitze alles beim Alten. Mike Christopher Jr. führt weiterhin souverän vor Alessandro Parigi und Hans Sommer. Und unser Luke gerät jetzt hier immer mehr unter Druck und ins Schwitzen. Jetzt drückt Janne Lehman von hinten und auch Gleich ein Drittel rum. Mark Sebastian macht da Dampf. Und ihr habt es gerade vom Tommy gehört. Ein Drittel haben wir geschafft. Wir befinden uns gerade in Runde 10 von 30. Und überall gibt es hier Action. Runde 11 und jetzt sind wir mal hier mit Hans Sommer unterwegs. Er beobachtet die beiden Kampfhände vor sich. Oh, und da gab es einen Verbremser von Alessandro Parigi. Wäre hier fast im Mike hinten drauf gedonnert und sofort ist Hahn wieder hinten dran. Und während die Jungs hier vorne rangeln, sehe ich gerade im Relativ, dass da Luke fehlt. Ah, was für ein Penner! Da muss auch irgendwas passiert sein, das müssen wir uns direkt gleich mal anschauen. Während wir hier Philipp Kuhnhardt auf P4 und Connor Toolman auf P5 haben, Barry West P6, AJ Jesse aktuell auf P7, den haben wir hier mal im Bild, Top-Rennen. P8 dann Ryan Turcotte und auf P9 Miguel Morlan, P10 Russell J. Bryant und jetzt aktuell P11 Mark Sebastian. Und wir sehen es hier, Luke fehlt da. Und auch unser Tommy war da mal ganz kurz neben der Strecke und hat eine Menge Plätze verloren. Unten im Replay schön zu sehen, Luke und Janne fahren da gemeinsam in die erste Kurve rein und Luke geht da der Platz aus. Gibt eine Berührung, Luke wird ausgehebelt und fliegt in die Barriere, Feierabend. Tom hatte da auch einen kurzen Schreckmoment. Das war Luke. Luke rollt da wieder unkontrolliert auf die Strecke zurück. Das war einmal kurz weg und dann... Und kurz davor hatten wir noch einen Zwischenfall, der uns irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Den reichen wir jetzt auch nach. Steht an der Bock. Im Replay schön zu sehen, Keith Turner hatte auch einen Schreckmoment, verliert das Fahrzeug und Sebastian kann ihm da gerade noch so ausweichen. Nee, der ist plötzlich langsam geworden, habe ich gerade noch gesehen. Kurzer Dreher, aber auch Keith verliert da eine Menge Plätze. Jetzt wenn da kein Gang mehr rein... Nee, Unfall. Nee, Kurve 1 Unfall. Runde 11. Damit haben wir nur noch Sebastian hier, der halbwegs vernünftig im Rennen liegt. Geschossen worden. Von Janne Lehman.
Ja, Janne und Luke sind da in der ersten Kurve an den Nummer geraten und für Luke war kein Platz mehr. Da war kein Platz da. Oder beziehungsweise, ja, blöde Situation. Ich würde mal sagen, das Rennen abhaken und nach vorne blicken. Ja. Einfach kein Platz. Leon analysiert da gerade noch im Hintergrund den Unfall. Ist er nochmal getroffen worden. Sebastian dadurch inzwischen auf P14 nach vorne gespült. Direkt vor ihm Lukes Unfallgegner Janne Liemen. Fährt auch noch mit. Wir befinden uns jetzt in Runde 12 von 30, also haben wir noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Für keinen. Und hier ist der nächste Offline. Antonio Alvarez segelt da durch die Botanik und sofort sind da John Stevens und ein Haycox zur Stelle und er verliert gleich 2 Plätze und da geht jetzt ein Haycox weit. Ich glaube, das war ein bisschen zu optimistisch für einen Haycox, konnte da einen harten Einschlag gerade noch so verhindern. Ein ziemlich wildes Manöver, aber so wie es aussieht, hat einen das Heil überstanden. Nach hinten zu Art McEwen hat er noch über 2,5 Sekunden Abstand. Der 19. zu den schnellsten. Naja. Die Jungs gehen jetzt in Runde 16 und hier vorne an der Spitze das Bild unverändert. Bekannt ist dann von ihr, oder? Alessandro Parigi jagt hier weiterhin Mike Christopher Jr. um den Kurs. Gegen irgendjemanden Bekannten von ihr, den man von ihr kennt? Und Hahn Sommer guckt sich das mit sicherer Entfernung an. Von hinten schleicht sich so langsam Philipp Kuhnhardt ran. Der fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen. So. Wir haben jetzt Halbzeit überschritten. Und Sebastian ist der Einzige, der hier noch halbwegs von uns vernünftig unterwegs ist. Er befindet sich aktuell auf P14. Tommy nach diversen Zwischenfällen weit zurückgefallen. Er liegt aktuell auf dem 25. Platz. Leon, Ben und Luke mussten leider schon die Segel streichen. Dann jeder plötzlich zu Hause, ja. Und auch hier hinten auf P17, John Stevens hatte heute nicht unbedingt seinen besten Tag. Unser amtierender Champion war da in den ein oder anderen Unfall mitverwickelt heute. So, wenn ich noch weitergefahren wäre hinterm Philipp, maximal 5. oder höchstens 5., 4. Boah. Und Sebastian steht jetzt hier richtig unter Druck von Alexander Mattei. Ja, und zu den aggressiven oder gar nicht. Ja, Philipp ist ein ziemlich schneller Fahrer. Und schnell mal bei anderen Getrieben. Alles in allem muss man sagen, ist das heute ein sehr ruppiges und unkollegiales Rennen. Aber mein Manöver fand ich klasse. Also das, ich hoffe mal, dass das in den Highlights irgendwie. Sorry Leon, aber heute wird es leider keinen Highlight-Clip geben. Runde 17 und der Kampf an der Spitze tobt weiter. Ja. Alessandro setzt da weiterhin Mike Christopher Jr. unter Druck und Philipp Kuhnhardt hat hier mit einer Rekordrunde nach der anderen den Rückstand zugefahren. Jetzt entwickelt sich das hier vorne an der Spitze zu einem Vierkampf und ich bin mal gespannt, ob Hahn da dem Philipp was entgegenzusetzen hat. Philipp war letzte Runde fast eine Sekunde schneller als Hahn. Der Kuhnhardt. Und ich denke mal, nachdem er das Loch jetzt zugefahren hat, dann will er auch vorbei. Ja, ich kann's. Aber ich denke mal, jeder von euch kennt die alte Rennfahrerweisheit. Ich kann es mir ja, ich kann es ja auch so sehen, ein Gegner weniger. Ranfahren und überholen, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja, wahrscheinlich deswegen. Auf Connor Toolman, der sich weiterhin auf P5 befindet, haben die Jungs hier vorne fast 8 Sekunden Vorsprung. Ich denke mal, hier vorne, das wird in den nächsten Runden noch einen heißen Tanz geben. Ein Stück weiter hinten hier im hinteren Mittelfeld. Antonio Alvarez hat es jetzt geschafft und ist da an Alastair Morton vorbeigegangen. Und auch Matthew Cockerham auf P19 drückt da von hinten. Keith Turner durch seinen Zwischenfall auf P20 zurückgefallen. Da gibt es einen Angriff von Matthew Cockerham und da geht er auch sauber durch. Tolles Überholmanöver. Da kommt er aber ein bisschen weit raus und sofort gibt es hier einen Gegenangriff. Matthew kann das aber abcovern. Toll gemacht. Und sofort drücken da Keith und Ian von hinten. Und Antonio kann sich da jetzt auch gleich sofort ein Stückchen vom Matthew absetzen. Der Abstand beträgt schon fast eine Sekunde. Die Kommentatoren wollen ja auch ihren Preis haben. Sebastian hat inzwischen seinen 14. Platz an Alexander Mattei verloren und ist auf P15 zurückgerutscht. Naja, so 24 Stunden Rennen. Wir befinden uns jetzt in Runde 19 von insgesamt 30, also haben wir ungefähr 2/3 des Rennens geschafft. Überall im Feld wird noch wild gekämpft und der Einzige, der da noch halbwegs mitmischen kann, ist Sebastian. Tommy weit abgeschlagen auf P25. Und da hoffe ich doch mal sehr, dass es unseren Jungs im dritten Split besser ergangen ist. Ein paar tolle Manöver und so und dann kommen die da rein. Wie gesagt, heute gibt es keine Highlight-Clips, aber den dritten Split, da gibt es eine kleine Extrasendung.
Hier vorne ist das Bild weiterhin unverändert. Alessandro Parigi jagt schon hier das ganze Rennen. Mike Christopher Jr. um den Kurs und Hans Sommer guckt sich das an. Er kann sich weiterhin vor Philipp Kuhnhardt halten. Ein Top-Rennen von allen 4 hier vorne. Mit über 10 Sekunden Abstand dahinter Connor Toolman auf P5, Ryan Turcotte P6, Barry West P7, AJ Jesse P8, Miguel Morland P9 und Russell J. Pite rundet die Top 10 ab. Aktuell P11 Mark Sebastian, P12 John Culiton, P13 Janne Lehmann, P14 Alexander Mattei und auf dem 15. Platz unser Sebastian. Er kann hier immerhin den amtierenden Champion John Stevens in Schach halten. Oh, der Abstand nach hinten wird immer kleiner. Und auch für unseren Tommy am Ende des Feldes ein mehr als gebrauchtes Rennen. Er kämpft sich wie immer trotzdem tapfer durch. Nächste Woche bei unserem letzten Auftritt hier in der Sunday Grand Prix Series sind wir dann auf dem Algarve Circuit zu Gast. Solche Fehler machen den Abstand auch nicht größer. Und ich denke mal, da das ein relativ neuer Kurs hier bei iRacing ist und viele Jungs sich den auch noch nicht gekauft haben, da werden sich die Anmeldezahlen wohl etwas in Grenzen halten. Und ich hoffe mal, dass wir da zum Abschluss vielleicht ein Rennen haben, wo wir alle zusammen in einem Split fahren. Luke ist raus. Oh, und da hören wir es gerade vom Tommy, da hat es einen Zwischenfall gegeben. Ah, Kacke, zu schnell. So wie es aussieht, ist da unser Leader betroffen. Da müssen wir direkt mal hinschalten. Oh, und unten im Replay sehen wir auch die Auflösung. Alessandro Parigi schießt da Mike Christopher Jr. ab. Der schlägt hier ein und das Fahrzeug ist völlig zerstört. Frost steht auch in der Box. Das ist ja auch nicht die feine Art. Eben noch das Rennen angeführt und jetzt ist Feierabend hier. Sehr, sehr schade. Ja. Mike Christopher Jr. steht in der Box. Erstplatzierte. Und ihr habt es vielleicht gerade noch gehört, da gab es schon die nächsten Zwischenfälle. Auch da schalten wir sofort hin. Oh, unser Kurt hier, Kurt Klapper, verliert in Kurve 2 sein Fahrzeug. Achtung hier, Philipp. Segelt hier von der Strecke. Zum Glück gibt es eine riesen Auslaufzone, nichts weiter passiert, aber verliert hier noch mehr an Zeit und Plätzen, liegt eh schon weit zurück. Ihr habt es vielleicht gerade gehört und hier sehen wir es auch. Ja. Philipp Kuhnhardt macht da jetzt richtig Druck und greift Hans Sommer an. Da wäre ich mittendrin, ey, das ärgert. Und Leon ärgert sich da immer noch. Wow, und jetzt, das war aber ganz schön eng. Ich glaube, da ist Philipp dem Hahn richtig ins Heck reingedonnert. Wie war das eben noch? Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Genau sowas habe ich immer befürchtet. Ja, ich hab's gehört. Ja. Unten im Replay nochmal schön zu sehen. Genau das habe ich eben die ganze Zeit befürchtet. Philipp verschätzt sich da, verbremst sich und donnert Hahn hinten aufs Heck. Zum Glück nichts passiert und beide können weiterfahren. Ja, Karma. Allerdings ist jetzt der Kontakt nach vorne zu Alessandro Parigi abgerissen. Der Christopher Jr. ist weg. Die Jungs haben jetzt schon 2 Sekunden Rückstand. In der Box. Ja. Fällt mir gerade auf, weil er in den Chat schreibt, my fault. Kann es leider nicht sehen, aber... Connor Toolman hier auf P4, ein ziemlich einsames Rennen. So wie es aussieht, scheint der Philipp jetzt die Pace von Hahn nicht mehr mitgehen zu können und muss jetzt hier auch an die Box fahren. Ich glaube, da gibt es eine Durchfahrtsstrafe. Philipp hat zu viele Inzidenz eingesammelt und muss dafür jetzt büßen. Mike Christopher Jr. ist raus. Oh, ey, alles so Sachen, wo ich hätte locker Punkte machen können, ey, das ist doch... Dadurch jetzt Connor Toolman auf P3. Ja. Und Ryan Turcotte ist jetzt bis auf P4 nach vorne gefahren. Ja, vor dem Connor war ich ja, an Connor bin ich ja vorbei. Philipp Kuhnhardt kommt auf P5 wieder aus der Box, dicht gefolgt von Barry West. Wir sehen es hier. Ey, sowas tut weh, ey, ganz ehrlich, ey. Dahinter jetzt mit ungefähr 3,5 Sekunden Abstand. Wir haben ihn hier im Bild, AJ Jesse, aktuell auf P7. Hinter ihm Miguel Morland, ungefähr 1,5 Sekunden Rückstand. P9 Russell J. Pride. Ich hätte dankend geäxt, ja. Und Mark Sebastian rundet die Top 10 aktuell ab. Unser Sebastian Starke aktuell auf P14 und Tommy auf P24. Ja, ich hätte ihn ganz locker einfach geäxt, also das hätte ich gebraucht. Also. Und ich unterhalte mich da gerade mit Leon über Offenbacher, den wir leider nicht mehr zur Verfügung haben. Ja, super. John Culiton liegt inzwischen auf P11, nach vorne und hinten genug Luft. P12 dann Janne Lehmann. Also so schmeckt das wahrscheinlich auch, ja. P13 Alexander Mattei und wie gesagt P14 unser Sebastian. Sebastian fällt auch mal mehr hinter Alexander Mattei zurück. Der Rückstand beträgt jetzt schon mehr als 5 Sekunden. Und knapp 6 Runden haben wir ungefähr noch zu gehen.
Nach hinten zu Antonio Alvarez hat Sebastian nur einen kleinen Vorsprung zwischen 0,6 und 0,7 Sekunden. Ja, ist ja klar. Oh Mann, ey. Und unser Tommy kämpft hier hinten am Ende des Feldes. Weit hat er es ja nicht mehr. Jetzt kommt der Führende beim Tommy da gleich dahin. 6 Sekunden. Und während hier Alessandro Parigi das Feld jetzt in Runde 26 führt, Also ja noch 6 hatten wir weiter hinten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Unten im Replay schön zu sehen. Keith fährt da viel zu weit innen auf den Curb. Das Auto wird ausgehebelt. Kurzer Slapper und dann verliert er die Kiste. Rodelt von der Strecke und ditcht ganz leicht in der Begrenzung ein. Ich glaube, da wird nicht viel an Schaden sein, aber sehr, sehr viel Zeit verloren. Inzwischen haben sich hier vorne an der Spitze die Position gefestigt. Alessandro Parigi mit großem Vorsprung vor Hahn Sommer und Conor Toolman auf P3. Ryan Turcotte P4 und Philipp Kuhnhardt kann sich noch vor Barry West behaupten, aktuell. Ja, warte. Araya ist raus. Und Tommy sagt es gerade, auch Bruno Araya hat sich jetzt ausgelockt. Da haben wir heute so einige Totalausfälle zu verzeichnen. Ach, der Luke hatte ja eben auch 12 von, kann gut sein, ne? Geht hier schnell. Der einzig richtige Zweikampf aktuell hier im Feld. Philipp Kuhnhardt gegen Barry West um den letzten Top-5-Platz. AJ Jesse hinter den Jungs liegt da schon fast 4 Sekunden zurück. Barry macht da auch richtig Druck von hinten und will vorbei. Ich glaube, der könnte ein bisschen schneller. Aber Philipp ist sicher kein einfacher Gegner, um einfach mal dran vorbeizufahren. Die Jungs gehen jetzt in Runde 27 von 30 und weiter hinten hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir jetzt direkt mal hin. Inzwischen Sebastian hier auf P13 angekommen, kämpft immer noch mit Antonio Alvarez und Matthew Cockerham um die Position. Russell J. Breit verliert hier in der Shell-Kurve sein Fahrzeug und rodelt von der Strecke und direkt hinter ihm Mark Sebastian. Ohne dass sie miteinander zu tun haben, fliegt er auch ab. Ein kurioser Doppelabflug. Mark bleibt da aber direkt auf der Bremse stehen und fährt sofort von der Strecke. Schaut der Tommy nicht aus. Sehr, sehr gut. Und Russell versucht da weiterzufahren. Die Reifen sind immer noch dreckig und er verliert erneut das Fahrzeug. Eher so im Sinne von hoffentlich gleich vorbei. Und statt dann wieder auf die Strecke zurückzufahren, hämmert Russell hier nochmal rückwärts in die Barriere rein. Unglücklich gelaufen. Ach, mehr quer als gerade, ja. Das alles juckt Hahn Sommer hier herzlich wenig. Der geht jetzt gleich in die 28. Runde. Er hat eigentlich 2, weil der Führende ist ja gerade an ihm vorbei. Deswegen wird er ja vorher abgewinnen. Oh, und so wie es aussieht, hat man weiter hinten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. Aber der Führende ist ja gerade an ihm vorbei. Der wird ja vor ihm abgewinnen. Er hat ja eine Runde Vorsprung. Oh, Philipp Kuhnhardt verliert hier in Kurve 2 sein Fahrzeug. Aber er ist ja in der 27. Ich glaube, da war der Druck von Barry zu groß. So, ja, okay. Ja, sorry. Rodelt hier von der Strecke, kann das Fahrzeug aber nochmal abfangen und weiterfahren. Aber natürlich ein paar Plätze und viel Zeit verloren. Oh, ist das anstrengend. Das ist nicht mein Rennen. Unser Tommy hat es ja bald geschafft. Wie gesagt, das ist ihm zu anstrengend. Die Jungs befinden sich gerade in Runde 28 von 30, also haben sie nicht mehr so viel Weg zu gehen. Oh, und jetzt ist hier Sebastian in der ersten Kurve So ganz schlecht rausgekommen und sofort greift Antonio Alvarez an, außenrum. Sebastian hält er nochmal dagegen. Seite an Seite geht es hier Richtung Island Bend. Und Sebastian kann hier, so wie es aussieht, dagegen halten. Der Kampf geht hier weiter und jetzt hat sich hier Antonio durchgesetzt. Matthew Cockerham und John Stevens lauern direkt dahinter auf ihre Chance. Oh, und jetzt kommt Sebastian da aber ganz weit raus und verliert hier das Momentum. Ist das nicht immer knapp? Ist hier ans Ende der Gruppe zurückgefallen, bis auf P16. Das ist wahrlich heute hier nicht unser Rennen und ich denke mal auch Sebastian wird froh sein, wenn dann die Zielflagge fällt. Alessandro Parigi befindet sich schon in der vorletzten Runde und wird dann gleich die letzte eröffnen. Inzwischen hat er einen Vorsprung von über 6,5 Sekunden auf Hahn Sommer, der sich weiterhin auf P2 befindet. Und unser Tommy hier am Ende des Feldes schon überrundet. Hier haben wir Hahn mal im Bild. Nach vorne und hinten reichlich Luft. Ein absolutes Top-Rennen von Hahn heute.
Er hat sich da so gut es ging aus allem rausgehalten und P2 ist, denke ich mal, der verdiente Lohn. Oh, fast. Und da hoffe ich mal inständig, dass es unseren Jungs im dritten Split da wesentlich besser ergangen ist als hier. Wir haben 3 Totalausfälle heute zur Verbuchung. Ja, gar nicht mehr das Auto von Tom. Und 2 Fahrer im Nirgendwo. Ich würde sagen, da decken wir den Mantel des Schweigens drüber, während jetzt Alessandro Parigi die letzte Runde eröffnet. White Flag, Final Lap. Da hast du viel zusammenzuschneiden. Aber wie gesagt, ein Highlight-Clip gibt es heute leider nicht. Ey, komm, wir fahren noch eine Runde. Ich hab fast angehalten gerade. Ich hatte schon gedacht, es wäre vorbei. Unser Tommy wollte schon eine Runde zu zeitig anhalten. Die eine wird er jetzt auch noch hinkriegen, denke ich mal. Und gleiches gilt dann natürlich auch für Sebastian. Wobei ich sagen muss, P16 im zweiten Split von 3, das ist gar nicht so übel. Schadensbegrenzung. Ups, Tommy ist weg. Und Leon sagt gerade, Tommy feuert seine Kiste nochmal in die Botanik. Ja. Alles gut, kein Einschlag. Ich würde mal sagen, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Und nochmal gezogen. Können wir ja nochmal ein Auge drauf werfen. In der schnellen links vor der Haarnadel. Island Bend, Tommy legt da nochmal einen kurzen 360 hin, verliert sein Fahrzeug da. Ein kleiner Ditcher in der Mauer, aber nichts weiter passiert. Die paar Meter bis ins Ziel wird es noch gehen. Er segelte da auch direkt von der Strecke runter und behindert niemanden. Währenddessen kommt der Alessandro Parigi Richtung Ziel. Ein ganz herzlichen Glückwunsch. Der Sieg geht nach Italien. Top-Rennen bis auf die Kollision mit Mike. Dann haben wir hier auf P2 ein absolutes Top-Rennen Hahn Sommer. P3 verteidigt Connor Toolman. Auf P4 kommt Ryan Turcotte Richtung Ziel. Und ich denke mal, P5 müsste dann Barry West belegen. Und da hat unser Tommy jetzt auch endlich die Ziellinie überquert. P24, Sebastian kommt auf P16 ins Ziel. Genau, er schmeißt es nochmal weg. Good race, Miguel. I was sweating like crazy. That was fun. Yeah, AJ, that was a really good chase. I had a bit Hallo. of Wilde letzte Runde. Ich mal im Ziel. good racing at the end of the Krasse letzte Runde, das Lab. Witze. Ja. Das war ja wild. Finde ich auch. Ja, der Hahn, der Dings. Good race, time. Ja, liebe Zuschauer, und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt. Der aktuelle Stand in der Meisterschaft wird gleich oben eingeblendet. Und wie gesagt, für den dritten Split gibt es eine Extrasendung. Leon leider. Luke hatte einen Unfall und ist abgeschossen worden und Leon ist Technikversagen. Oh nein, was passiert? Ist der Bild mit drin stehen geblieben auf P6. Der bergauf war. Und er hat die Pace gehabt vorne, der hätte mindestens den dritten Platz machen können. Oh, wie ärgerlich. Naja, ich tue hier mal schnell mein Recording beenden. War ein verrücktes Rennen, ey. Bin mal gespannt, was im dritten Split los war. Also ich hatte auch mal Probleme mit iRacing, weil ich das im Fullscreen-Modus hatte und seitdem ich das im Fenster habe, habe ich, was das angeht, irgendwie keine Probleme mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, wenn ja. Ja, liebe Zuschauer, was soll man dazu sagen? Denken wir lieber den Mantel des Schweigens drüber, blicken nach vorn auf das Rennen nächste Woche. Algarve Circuit wird wahrscheinlich unser Abschiedsrennen hier in der Serie werden. Nichtsdestotrotz wisst ihr ja, dass wir uns hier nicht verabschieden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Macht's gut.